Bekommt keinen Schrecken, das Thema Weißer Zahn ist raus und morgen werdet ihr einen Filmbeitrag dazu sehen. Ja, einen schönen guten Morgen von dem wunderbaren, trockenen Koh Samui. Ja, mir geht es jetzt schon besser, einen Tag später. Ich habe das hier gestern mal kurz zusammengefasst, wie das gewesen ist beim Zahnarzt. Das werdet ihr morgen sehen. Würde mich freuen, wenn ihr euch den Film anseht. So, heute geht es um Wetter. Das Wetter, ihr seht hinter mir, wir haben Windstille. Das heißt also, es wird jetzt erstmal keine Wetteränderung stattfinden. Wir haben eine super Fernsicht, weit über 50 Kilometer. Und jetzt zeige ich euch mal die Temperaturen und wie die Fernsicht aussieht. Die Temperatur ist 26,5 Grad und wir haben 68% Luftfeuchtigkeit. Vielleicht können wir es da hinten erkennen, da sind die Inselgruppen vom Marine Park. Jetzt gehen wir mal rüber, Tote Palme. Und da hinten haben wir die wunderbare Fernsicht. Wir können ganz gut Koh Tao sehen. Also wir haben eine Fernsicht weit über 50 Kilometer. Man sieht auch die kleine Nachbarinsel. Ich kann es jetzt mal elektronisch ranzoomen. Vielleicht können wir es dann besser sehen. Also ich glaube, heute wird ein schöner Tag sein. Da ist die Sicht nach Koh Phangan. Das sieht jetzt noch dunkel aus, weil die im Sonnenschatten, sage ich mal, ist. Aber im Laufe des Tages werden wir da eine wunderbare Sicht haben. Man sieht oder ich kann das einzelne Gebäude da hinten aussehen, die Strandabschnitte, ist alles vorhanden. Ja, zu unserem Berg hoch, keine Wolken, also anscheinend auch schönes Wetter heute. Und hier aus dem Küchenfenster die Sicht zum Nationalpark hinten. Man kann also wunderbar Details auch sehen von der Inselgruppe. Haben also selten, dass wir so eine gute Fernsicht haben. Jetzt ein kleiner Rückblick, wie das Wetter gewesen ist. Die letzten Tage war sehr wechselhaft, also morgens hat es immer geregnet bis vormittags und dann hat es sich langsam aufgeklärt und ist aber weitgehend trocken geblieben. Uns hat es also gar nicht so erwischt wie im Norden. Hier bringe ich nochmal einen Filmbeitrag vom Olaf, von meinem YouTube-Kollegen oben im Isan. Da ist es also richtig runtergekommen. Der Damm ist ja auch gebrochen, da wo er wohnt, und alles steht unter Wasser. Könnt ihr euch mal angucken. Da haben wir also hier viel, viel Glück gehabt. Die Regenfälle waren also nicht hier unten im Süden. Wie immer schauen wir uns jetzt mal das Wetter hier auf dem großen Bildschirm an. Wir haben heute den 10.10. 7 Uhr. Wie man sieht, wir haben auch keine Bewölkung und sehr schwachen Wind. Und jetzt starten wir das mal im Stundentakt. Und dann schauen wir mal, was heute auf uns zukommt. Also da verdichtet sich das. Blau ist Regen. Das geht dann so bis 6 Uhr heute und dann wird es wieder schön sein. Und dann schauen wir uns das noch morgen an. Über die Nacht bleibt es anscheinend trocken. Endlich mal die Wäsche kann wieder trocknen. Aber morgen früh ist wieder Regen angesagt. Das soll aber nur bis 12 Uhr gehen und 2 Uhr. Und dann ab Mittag morgen soll es dann wieder sonnig werden. Und also wechselhaft, wie ihr selber sehen könnt. Also nichts Außergewöhnliches. Ich sage ja nur immer, wenn die Möglichkeit besteht, sucht euch ein Haus hier auf Samui oder auch woanders, was höher gelegen ist. Dann zahlt sich das also aus. Ich wohne hier oben auf dem Berg, mir kann also praktisch gar nichts passieren. Wenn mal ein richtiger Monsunregen runterkommt, geht das alles rechts und links runter und in kurzer Zeit danach haben wir hier gar keine Beeinschränkungen mehr. Ja, hier noch ein kurzes Wort zu den Untertiteln. Da hatte ich ja schon mal im letzten Film das gesagt, dass also jetzt meine Filmbeiträge in Englisch, Thailändisch und Russisch übersetzt werden. Ja, in Russisch, meine Ex-Frau muss das ja verstehen, damit sie anschließend die Templates
macht die kleinen Bilder, die Startbilder, um was es geht. Und wenn man das ausschalten möchte, ist unten rechts eine kleine Tastatur mit einem roten Strich drunter. Da klickt er einfach drauf und dann ist auch die deutsche Übersetzung weg. Die deutsche Übersetzung ist nicht nachbearbeitet von meiner Seite her. Ich müsste den ganzen Text durchlesen und alles korrigieren, was falsch verstanden worden ist von Google. Und das ist zu viel Arbeit. Ich habe das also einfach automatisch durchgewinkt. Also da bitte nicht überrascht sein, wenn da hier und da ein paar Fehler drin sind. Ja, jetzt wo Thailand ziemlich gebeutelt ist mit dem Hochwasser und die Kosten, die auf dem Staat zukommen, gehe ich eigentlich davon aus, man hat es ja jetzt auch in letzter Zeit gesehen, dass der Wechselkurs für den Euro super ist, also über 37 war er ja oder ist er jetzt, müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. Und ich glaube, da dadurch ja auch die wirtschaftliche Lage beeinflusst worden ist und der Staat hat also einiges an Ausgaben gehabt, wird auch mehr Geld rausgezogen, was also in den letzten Jahren reingepumpt worden ist. Und da ist ja der Baht sehr stark gewesen, dass wir also jetzt eine Zeit bekommen, wo wir also eher die 37 Baht sehen für 1 Euro. Das ist also meine Prognose. Schade, dass es der Bevölkerung so schlecht geht. Es sind ja so viele, zigtausende von Menschen sind obdachlos geworden. Und da muss natürlich der Staat die Bevölkerung unterstützen. Und dann geht da alles rein. Jetzt sind auch einige Touristenbereiche in Mitleidenschaft gezogen worden. Also es wird Thailand wieder um einiges zurückwerfen, aber der Wechselkurs wird dadurch für uns, die Euros beziehen, besser. Ja, ich hatte ja schon mal angesprochen, dass mein Nachbar diese Woche kommt, jetzt am Samstag. Da ist seine Freundin als erstes gekommen. Da habe ich einen kleinen Filmbeitrag von gemacht. Ich habe sie aber noch nicht im Film gezeigt. Das läuft jetzt und am Mittwoch kommt dann der Stefan auch nach hier. Und ich möchte noch vorher mit ihr zu Oma fahren, bevor ich nach Krabi fahre, um zu hören, ob bei Oma soweit alles in Ordnung ist. Ich hoffe, dass sie dazu Ja sagt, also im Film festgehalten zu werden. Und dann bekommt er darüber auch noch einen Filmbeitrag. Kurze Unterbrechung. Hallo liebe Zuschauer. Die Firma samoyausflug.de ist auf mich aufmerksam geworden, weil ihr so viele Klicks auf meinen Kanal gemacht habt. Und sie haben mir angeboten, ihre Ausflüge und das alles, was sie anbieten, zu testen. Und ihr könnt dieses aussuchen, was ich testen soll mit meiner Freundin. Am Ende von diesem Film, in der Filmbeschreibung, könnt ihr den Link dazu finden und dann könnt ihr nachsehen, was wir als nächstes testen sollen. Okay, und hier geht der Film weiter. Tschüss! Ja, wie gerade angesprochen, Krabi ist am 14. auf meinem Plan. Da muss ich morgens ja noch Jam wegbringen zum Hundehotel in Nathon. Und dann gehe ich meinen Freund Günther holen und dann geht es rüber aufs Festland. Und da wollen wir 3 Nächte verbringen. Mal gucken, was da zu sehen ist. Ich hoffe, wir haben gutes Flugwetter. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich möchte auch zum Tigertempel. Aber die 1220, glaube ich, Treppen waren es, die werde ich nicht hochgehen. Habe ich keine Zeit zu. Da werde ich mit der Drohne einiges filmen. Und ja, den Küstenbereich natürlich mit der wunderbaren Landschaft. Ich war da mal 2017 gewesen, kann ich hier mal verlinken, wie es da ausgesehen hat damals. Und mal ja, von der Insel runterkommen und mal durchhängen lassen. Aber ihr werdet ja dabei sein, ich werde ja alles filmerisch dokumentieren. So, das war heute ein kurzer Beitrag, ist auch gut so, dann haben wir auch keine schlimmen Nachrichten. Ich wünsche euch alles Gute. Ihr seht mich dann morgen in dem Filmbeitrag, wie ich beim Zahnarzt gewesen bin. Tschüss!